Berliner Woche bei Borussia Dortmund. Erst die Hertha, dann Union. Und nur ein Mann kann bei diesen Gegnern durchs Programm führen. Der einzig wahre Held von Berlin, Nobby Dickel. Ja. Macht es euch eigentlich auch so viel Spaß, unseren Jungs auf dem grünen Rasen zuzuschauen? Das ist doch wohl der Hammer. Und morgen ist der 09. Spieltag. Es geht gegen Hertha BSC. Und am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Union. Berliner Festwoche hier in Dortmund. Und dafür habe ich mir einen perfekten Gast eingeladen. Ein richtiger Berliner Jung. Und der musste seinen Worten von vor über einem Jahr jetzt noch Taten folgen lassen. August 2017. Neuzugang Maximilian Philipp trifft auf dem Florianturm eine schwindelerregende Aussage. Currywurst. Ruhrgebiet oder Berlin? Berlin. Curry 36, ganz klar. Rums. Ein Stich ins Herz eines jeden Ruhrpott-Gourmets. Ansatzlos, trocken und hart, wie sonst nur sein Torabschluss. Oktober 2018. Wir wollen endlich Fakten schaffen, auf historischem Grund. Der Imbiss Pommes Rot-Weiß am Borsigplatz. Hier, wo 1909 der Ballspielverein Borussia gegründet wurde, fällt die nächste bedeutende Entscheidung. Frisch dafür eingeflogen, die so gepriesene Spezialität von Curry 36. Der Kreuzberger Kultimbiss, eine Institution in der Hauptstadt und selbsternanntes Weltkulturerbe. Jetzt aber ist es soweit. Für Milli geht es um die Wurst. Dortmunder oder Berliner Variante. Sind beide sehr gut. Ein Diplomat. Aber wir wollen wissen, ob er auch seine Heimat herausschmecken kann. Die hier. Na gut, wir geben uns anerkennend geschlagen. Aber zumindest futtert der Berliner Junge am Ende beide Teller leer. Und jetzt ist er bei Nobby, der Currywurst-Kosmopolit von Borussia Dortmund, Maximilian Philipp. Ja, sehr schön, Milli. Ich freue mich, dass du mal wieder bei mir bist. Das war ja doch ein sehr schöner Termin für dich. Ne? Sehr schmackhaft, sehr angenehm, oder? Gibt Schlimmeres, ne? Currywurst umsonst nimmt man gerne mit. Ja, du hast doch beide Teller leer gemacht. Ich habe nachgefragt. Haben ja beide geschmeckt, was soll ich machen? Wobei die aus dem Ruhrgebiet einfach ja besser ist. Aber da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ne? Ja, wer jetzt neugierig geworden ist, der kann, dem kann ich nur das neue Borussia-Magazin empfehlen. Es ist wirklich ganz toll geworden mit einem überragenden Bericht von unserem Milli. Und schöne Bilder. Ganz toll. Darin erklärt Milli genau, was noch das Besondere an der Berliner Currywurst ist und vieles mehr. Das lohnt sich also auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Und es gibt natürlich auch noch ein ausführliches Video von Milli bei BVB TV. Ja, ich bin ein Berliner, wir haben es gerade gesehen. Wie kommt es zu dieser innigen Beziehung zur Hauptstadt, abgesehen davon, dass deine Familie da noch lebt? Ja, ich glaube, jeder, der woanders herkommt, hat so eine innige Beziehung. Ich glaube, man sollte einfach nicht vergessen, wo man herkommt. Deswegen ist das einfach so bei mir. Das ist eingefleischt, dass ich einfach Berliner bin, auch von Natur aus, von meinem Charakter her. Ich glaube, das geht anderen genauso, die halt auch von woanders herkommen. Den Dortmundern genauso. Ich komme aus Berghausen übrigens. Noch nie gehört. Wo soll das sein? Das ist nicht ganz so groß wie Berlin, hat glaube ich 1400 Einwohner. Im Sauerland. Ist ja nicht weit von Da bin ich auch stolz drauf. Na, siehst du? Und so ist das halt bei mir. Du hast aber auch eine Vergangenheit bei Hertha BSC. Fass die Zeit vielleicht nochmal und die Erlebnisse, die du dort gehabt hast, mal kurz zusammen. Ja, ich war von klein auf bei der Hertha, hatte eine sehr schöne Zeit, auch eine sehr lehrreiche Zeit mit tollen Trainern, wirklich tolle Menschen, die uns wirklich wie ihre Söhne behandelt haben. Ich war ja noch klein, ist ja noch ein bisschen wie anders alt warst da. Du da? Ich habe angefangen bei Hertha, glaube ich, da war ich 6 oder 7. Bis ich 14 war ich bei der Hertha.
Und es war auch eine schöne Zeit. Also ich habe wirklich auch der Hertha viel zu verdanken, weil ich da wirklich viel gelernt habe unter den Trainern, die ich damals hatte. Und ist am Ende dann ein bisschen blöd gelaufen, aber was soll's, ne? Du bist in deiner durchaus kurzen Karriere gewohnt, auch schon Rückschläge hinnehmen zu müssen und schwere Zeiten durchmachen zu müssen. Das führt uns zu unserer Rubrik Videobeweis. Du hast in Stuttgart endlich dein erstes Saisontor erzielt und das wollen wir uns natürlich noch mal ganz genau anschauen. Ja, also Torjubel kann man das jetzt so richtig ja nicht nennen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Endlich, wirklich, dass ich auch endlich das Tor getroffen habe. Wirklich war ja eine lange Zeit, wo ich jetzt nicht getroffen habe und mir ist da wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Es war pure Erleichterung. Es war so ein in mich gekehrter Jubel. Einfach Freude. Innerliche Freude. Ja, ich war ja auch Stürmer und es gibt ja immer mal wieder Phasen, wo man nicht so trifft. Wie kommst du über die Phasen hinweg? Was machst du? Mit wem sprichst du? Ja, natürlich mit meiner Familie, mit meinen Freunden, die mich immer unterstützen, die mir da helfen. Und ich habe halt gelernt, nicht aufzugeben. Also klar ist auch für einen selbst ist das ganz, ganz schwer, aus so einem Loch rauszukommen. Das habe ich jetzt auch. Man muss einfach auch ein bisschen Glück haben, oder? Klar. Wobei bei dem Tor, muss man sagen, war das, glaube ich, nicht so viel Glück. Nee, das war Können. Das war. Ich hatte eher gedacht, dass ich so angeschossen werde oder so, dass das passieren muss, damit ich vielleicht zu meinem Glück wiederfinde. Aber so habe ich es jetzt, glaube ich, selbst ganz gut rausgeschafft. Und das gibt auch direkt wieder ein bisschen Motivation, klar, ne? Ja, natürlich. Das steigert auch das Selbstvertrauen, das ist klar. Weil man auch nicht mehr wusste so richtig, wie sich das anfühlt, ein Tor zu schießen. Und das hat mir immens geholfen. Jetzt so schlimm war es ja. Brauchst ja jetzt nicht vollkommen zu verzweifeln. Das waren jetzt 7 Spiele ohne Tor. Ja. Also das ist schon nicht einfach. Ja, aber so katastrophal war es ja nur auch nicht. Nee, aber trotzdem war es im Vergleich zum letzten Jahr schon anders. Und das hat mich gewurmt. Bislang war ja die ganze Saison irgendwie fast filmreif. Und der Streifen, der Film, soll natürlich fortgesetzt werden. Berliner Woche in Deutschlands Fußballhauptstadt. Zu Besuch erst die alte Dame, dann Eisern Union. Stürmische Borussen erwarten ihre Gäste. Können sie ihre Siegesserie in der Liga ausbauen? Heißt es im Pokal erneut über Berlin nach Berlin? Die Antworten ab Samstag im Signal Iduna Park. Freuen Sie sich auf intensive, enge und spannende Partien. Und ein Berliner Jung, der sich wieder ins Rampenlicht spielen will. Ja, vor einem Jahr hattet ihr einen ähnlichen Saisonstart und dann im Oktober auf unerklärliche Weise ging es bergab, leider Gottes. Was ist in diesem Jahr anders? Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall dazugelernt. Wir sind erfahrener, alle Mann, auch wenn wir eine sehr junge Truppe haben. Aber ich glaube, wir haben Stabilisatoren dazu bekommen, die uns immens helfen. Wo ich glaube, dass es nicht dazu kommt, dass es so einen extremen Bruch geben wird. Ja, und wir sind einfach jetzt auch ein bisschen eingespielter natürlich. Und ich glaube, auch durch die erfahrenen Spieler, die wir in der Mannschaft haben, die daraus gelernt haben aus dem letzten Jahr, auch ich, wissen wir mit der Situation umzugehen. Das war ja irgendwie letztes Jahr unerklärlich, oder? Ja, wir wissen es auch nicht genau, was da passiert ist. Aber gut, es passiert, kann man nicht ändern. Gehört auch mal dazu zum Fußballerleben. Es kann nicht immer alles glatt laufen. Und wir haben auf jeden Fall dazugelernt und wissen mit der Situation umzugehen. Deswegen, klar, bei aller Euphorie, die jetzt gerade um uns herrscht, wissen wir trotzdem, wer wir sind und was wir sind. Also wir bleiben da ganz bodenständig und schauen von Spiel zu Spiel. Wobei, wenn man jetzt so nur ein ganz klein wenig zurückschaut, da war das Spiel gegen Atletico Madrid, das habt ihr mit 4
2:0 gewonnen. Das ist ja jetzt irgendwie keine Kirmestruppe. Damit hat überhaupt gar keiner gerechnet. So ein Spiel muss Selbstvertrauen geben. So ein Spiel muss vielleicht auch dafür sorgen, dass man glaubt, vieles erreichen zu können. Weil das war schon sensationell, oder? Ja, na klar. Also gegen so eine Top-Mannschaft, wirklich, die defensiv wirklich eine der besten der Welt ist, 4 Tore zu schießen und keins zu kassieren, das ist wirklich mal eine Ansage. Das muss man auch sagen. Komplimente an die Mannschaft. Was da geleistet wurde in dem Spiel, ist schon top. Und klar gibt es Selbstvertrauen für die nächsten Spiele auf jeden Fall. Am Samstag müssen wir weitermachen, da wo wir aufgehört haben. Und es gibt keine Pausen. Aber es ist auch so, dass alle vielleicht so ein bisschen euphorisiert sind und nur noch über Höhe sprechen. Das birgt ja auch gewisse Gefahren, ne? Na klar, zurzeit wissen wir nicht, wie es ist zu verlieren. Aber ich glaube, daran brauchen wir auch gar nicht denken. Wir sollen immer positiv denken. Das ist das neue Selbstvertrauen übrigens. Ja, ist ja so. Ja, ist ja auch toll. Ja, klar. Also wir sollten auch dabei bleiben, immer positiv zu denken, immer optimistisch sein. Ich glaube, das tat uns ganz gut. Damit sind wir sehr gut gefahren dieses Jahr und daran werden wir anknüpfen wollen. Ja, wir müssen auch über ein Thema noch sprechen. Joker-Tore. Mittwoch wieder 3 Tore, insgesamt schon 16 von 37 Pflichtspieltoren durch Joker. Das ist ein einsamer Rekord. Wie kommt das? Wie passiert sowas? Was sagt der Trainer? Geh rein und haut den Ball ins Netz oder wie? Nee, ich glaube, wir haben einfach eine unfassbare Qualität. Nicht nur die 11, die anfangen dürfen, sondern auch auf der Bank und auch allgemein im Kader. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr enger Konkurrenzkampf, aber ein sehr gesunder. Da ist jetzt kein Neid dabei oder kein Groll, sondern ich glaube, jeder brennt auf seinen Einsatz. Und wenn es halt nur 10 Minuten sind, man sieht, es wirkt. Und das kann schon dafür sorgen, dass alle den nötigen Biss haben, Tore zu erzielen, ne? Ja, natürlich, das sieht man auch. Jeder, der reinkommt, sieht seine Chance und will natürlich zum Erfolg beitragen. Und bisher klappt das sehr, sehr gut. Das soll man erstmal eine Mannschaft nachmachen. Das muss man auch sagen. Das ist wirklich extrem und ich hoffe, es geht so weiter. Jetzt blicken wir mal ein bisschen weiter. Es geht nach vorne. Mittwoch Pokalspiel gegen Union Berlin. Das sind übrigens die beiden Teams, die im deutschen Profifußball ungeschlagen sind. Borussia Dortmund und Union Berlin. Da gibt es allerdings auch ein Aufeinandertreffen von 2 Freunden. Christopher Lenz spielt bei Union. Wie groß ist bei dir die Vorfreude auf das Spiel? Riesig, ja. Ich freue mich mal wieder, sein Gesicht zu sehen. Ich habe ihn erst letztens schon besucht in Paderborn beim Spiel. Da hat es mich schon gefreut, weil wir jetzt auch nicht so die Möglichkeit haben, uns so oft zu sehen. Außer in der Länderspielpause. Aber so, klar, ich freue mich riesig. Ich denke, er auch. Und ich bin gespannt. Wir kommen weiter. Klar. Keine Frage. Ja, jetzt kommen wir zu was sehr Schönem. Dönekes mit Fritz. Fritz erzählt uns Geschichten und wir müssen entscheiden, ob die wahr sind oder nicht wahr sind, ob er gelogen hat. Dafür bekommen wir wieder eine schwarze und gelbe Karte. Die gelbe ist für wahr und die schwarze ist für gelogen, nicht wahr. Ja, genau zuhören und ich bin gespannt. Hertha BSC, unser nächster Gegner. Woher kommt eigentlich der Name Hertha? Von einem ehemaligen Dampfschiff, das in Berlin fuhr. Ja, eben hast du mich noch angemacht. Du bist klar im Vorteil, in Berlin geboren. Das ist eine Frage, die du einfach wissen musst. 3, 2, 1... Ja, eine echte Dönekes-Geschichte, aber sie ist wahr. Ein Dampfschiff namens Hertha, das bis 2010 sogar fuhr, war Namensgeber für unseren kommenden Gegner. Milli hat's gewusst und ich hab's geraten. Warum lügst du denn jetzt? Warum? Wusstest du es auch? Wir sind doch live. Live dabei? Du weißt es doch immer. Das ist einfach nicht wahr.
Berlin, die Bundeshauptstadt, hat in der über 55-jährigen Geschichte der Bundesliga bereits 4 Bundesligisten gestellt. Ja. 3, 2, 1. Ja, das ist in der Tat so. Hertha BSC, Tennis Borussia, Blau-Weiß 90 und Tasmania 1900. Du musst dich auch ein bisschen mit dem deutschen Fußball beschäftigen, Milli. Ich habe einen Verein vergessen. Ich nicht. War ja klar. Das ist ja nichts Neues. Du kannst aber noch ausgleichen. Berlin, Schauplatz des DFB-Pokal-Endspiels seit 30 Jahren. Nur die Hertha war noch nie dabei. Warte mal. Ja, was denn? 3, 2, 1. Warte mal, das ist aber eine fiese Frage. Hertha war in den letzten 30 Jahren nicht im Pokalendspiel. Das ist die Frage. Das ist falsch. Die Profis von Hertha waren zwar noch nie im Endspiel, aber die Amateure spielten 1993 im Endspiel gegen Leverkusen. Hat er dich verkauft, ne? Verraten und verkauft werde ich hier. Mein Mann, Fritz, mein Mann. Ja, super. Wir schauen natürlich mit Spannung auf den Zwischenstand. Es steht 17:11. Kommt das für dich überraschend? Ehrlich gesagt, ja. Aber warum? Gut, was will man machen, wenn man hier der Chef ist, ne, Nobby? Dann ist ja klar, wie es ausgeht. Ich weiß nichts. Ich kenne nicht eine Geschichte. Dass sie jetzt schon Hertha Amateure hier mit ins Spiel gebracht werden. Wo sind wir denn hier? Was musst du eigentlich wissen? Ja, Quatsch. Es gibt in diesem Jahr tolle Dinge, die uns die Spieler mitbringen. Heute gibt es zum Beispiel ein Trikot von Maximilian Philipp. Schon unterschrieben. Ich habe zwar nochmal einen Stift hier, aber du hast ja eben schon unterschrieben. Das könnt ihr ersteigern. Einfach auf Shop gehen und dann auf Auktion. Und vielleicht ist dieses Trikot bald eures. Übrigens, es gibt auch noch ganz tolle Preise zu gewinnen bei Opel. Das Feiertagsmagazin mit Nobby. Pflichtprogramm für jeden BVB-Fan. Die perfekte Einstimmung auf den Bundesligaspieltag. Vor dem Kracher gegen die Bayern könnt ihr jetzt hautnah dabei sein. Ihr fahrt mit dem Grandland X zum Dreh, bekommt exklusiven Einblick in die Produktion und trefft Nobby mit seinem Gast. Doch damit nicht genug. Behaltet den Grandland X bis zum Spieltag und schaut mit einer Person eurer Wahl das Topspiel gegen die Bayern im Signal Iduna Park. Ihr wollt euch diese Chance nicht entgehen lassen? Dann jetzt auf bvb.de/opel-momente mitmachen und mit etwas Glück begrüßt Nobby euch in seinem Glasstudio. Ja, wenn das mal nichts ist, ihr könnt vielleicht in ein paar Tagen hier auf dieser wunderbaren Couch, dort wo Milli jetzt sitzt, neben mir sitzen. Wow, einfach überragend. Ja, das war's heute vom Feiertagsmagazin. Schön, dass du heute hier warst. Wir halten fest, die Currywurst im Ruhrgebiet ist besser als die der Berliner. Und du bist der einzige Berliner, der in den nächsten Tagen jubelt. Können wir uns darauf festlegen? Mit der Wurst wahrscheinlich. Bei der zweiten Sache ja, beim ersten. Okay. Wir Nicht so. zwei machen nochmal den ultimativen Test. Okay. Das war's vom Feiertagsmagazin. Milli, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, Wir dass ich drücken da sein natürlich die Daumen für die nächsten Spiele. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ihr drückt zu Hause die Daumen. Bis bald. Tschüss, macht's gut. Der Nobby und